liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, wir sind unterwegs. Wir dürfen wieder reisen. Wir schauen mal, wo es uns hin verschlägt, weil wir wissen noch nicht, ob alle Wohnmobilstellplätze wieder offen haben. Ja? Meine Frau lacht, aber wie gesagt, notfalls stellen wir uns eben frei. Wunderbares Wetter, wir haben 23 Grad, es ist 18 Uhr und wir schauen mal, wo es uns hintersteht. Wir melden uns auf jeden Fall gleich nochmal. Soll ich euch mal was verraten? So lang hatten wir noch nie Wohnmobilpause. Wir sind jetzt nicht gefahren. Wie viele Wochen? Bis zum 12. März waren wir unterwegs. Und heute die erste Tour. Sind wir nicht gefahren. Wie viele Wochen? 8 Wochen. Fast 8 Wochen. Das gab es noch nie bei uns. 8 Wochen. Das ist ein Gefühl wie solches. Als wenn man neu wäre. Nee, ist wundervoll. Auf jeden Fall ein ganz seltsames Gefühl, wenn man nach so langer Zeit wieder fahren darf. Freiheit, genau. Obwohl natürlich hier auf der Autobahn sich einiges startet, es ist Freitag, aber nichtsdestotrotz. Der Radweg rings um den See. Knapp 8 Kilometer lang. Im Hintergrund haben wir den See noch. Ne? Wir laufen jetzt um den See drumherum. Kann man schon laufen. Hier haben wir jetzt dran stehen, Weißkolm, 3 Weibern, die Fahrradwege, die Kilometer. Knappenrode 8 Kilometer, Losa 1,9. Zeig euch mal den See. Guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden. Wir stehen jetzt hier auf einem Stellplatz. In Sachsen haben sie vorwiegend alle auf, alle Stellplätze. Nur dieser eine Stellplatz hat nicht auf. Wo wir jetzt hier sind, wir stehen auf dem Stellplatz davor, auf dem Parkplatz, mit Zustimmung vom Betreiber, weil die Gemeinde meint, sie müsste den Platz noch nicht freigeben. Stehen natürlich die Wohnmobile hier alle auf dem Parkplatz. Im Hintergrund sehen wir den See, wo wir hier stehen. Ich zeige es dann nachher nochmal und ich zeige dann auch nochmal einen Platz, wie paradox das ist. Hier stehen die Wohnmobile Reihe in Reihe und hinten der Stellplatz ist viel größer, viel mehr Abstand, viel mehr Platz. Das ist alles frei. Wir haben schönes Wetter. Wir haben, wie viel haben wir Grad? 20? 20 Grad. Es ist Sonnabend, wir sind wieder unterwegs. Wir sind nicht die Einzigen. Es sind richtig viele unterwegs. So, im Hintergrund haben wir es jetzt hier, sehen wir das Ganze. Das ist ein ganz normaler Parkplatz. Auf der anderen Seite auch. Ein Parkplatz mit Gebühren kostet die Tageskarte 3 Euro. Und wie man hier das wunderbar sehen kann, haben wir hier ringsrum bis ganz hinter Reisemobile stehen.
Warum stehen die Reisemobile hier auf dem Parkplatz und gehen nicht auf den Stellplatz? Wir sind hier in Sachsen. In Sachsen ist seit Freitag offiziell das erlaubt, wieder auf dem Stellplatz zu stehen, wenn man ein Reisemobil hat, was autark ist. Das heißt, eine eigene Dusche, eine eigene Toilette und ein Stellplatz ohne Dusche und Toilette, müssen die Duschen und Toiletten verschlossen bleiben. So, wir sind auf so einem Stellplatz, der keine Toiletten hat und keine Duschen hat, und dennoch dürfen wir nicht auf diesen Stellplatz. Ich zeige es mal ganz grob, dass wir hier den ganz normalen Mindestabstand, wie es gefordert ist, halten kann und auch halten wird auf dem Stellplatz, jedoch hier vorne auf dem Parkplatz nicht so. So, ich stehe jetzt hier auf dem Wohnmobilstellplatz. Ich zeige euch das mal. Ich schwenke ganz einfach mal die Kamera um und dann haben wir es hier. Der Stellplatz, die Einfahrt zum Stellplatz ist zu. Es ist kein Hinweisschild da. Wir haben den Betreiber gefragt, warum ist der Stellplatz hier, wie wir sehen, nicht geöffnet. Die Kommune hat dem Stellplatzbetreiber ausdrücklich untersagt, den Stellplatz zu betreiben, obwohl eine Freigabe der Landesregierung erfolgte am Freitag durch eine Pressekonferenz. Wenn man hier die Stellplätze sich mal anschaut, können wir mal probieren. Man hat hier einen Stellplatz, wo das Reisemobil steht, und dann haben wir hier die Rasenfläche. Das sind 1, 2, 3, 4 Meter bis zum nächsten Reisemobil. So, wir haben hier circa, ich will es jetzt nicht durchzählen, bis ganz hinter, schätze ich mal, 25 bis 30 Reisemobile, und die quetschen sich hier vorne alle auf diesen Parkplatz hin, und die Gemeinde sagt, Nutzung des Stellplatzes ist nicht erlaubt. Hier haben wir eine Ver- und Entsorgung, Wasser, Toilette, und der Platz geht natürlich bis hier ganz hinter. Ich laufe jetzt nicht bis ganz hinter. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, was sagt ihr dazu? Ist das gerechtfertigt? Ist das paradox? Was ist es? Wir haben die Reisemobile alle hier vorne stehen, dicht an dicht, ein Abstand von 2 Meter, wird zwar eingehalten, jedoch ist der Stellplatz hier im Hintergrund komplett unbelegt, weil die Gemeinde das nicht so möchte. Mag gerechtfertigt sein oder auch nicht, was meint ihr, obwohl die Stellplätze hier bei uns in Sachsen alle geöffnet haben. Wir haben einige Nachrichten bekommen per WhatsApp und per SMS am Freitag, dass viele Stellplätze, auch kommunale Stellplätze, per sofort wieder zur Verfügung stehen und genutzt werden können. Aber dieser eine hier jedoch nicht. Auf jeden Fall sind wir unterwegs. Wir freuen uns, dass wir natürlich wieder reisen dürfen. Wir freuen uns auch, dass wir einen Platz gefunden haben. Wir haben uns natürlich auch mit auf den Parkplatz gestellt, weil wir nur das Wochenende zur Verfügung haben. Wir natürlich reisen wollen wieder, und wir haben uns natürlich auch gefreut, bei dem wunderbaren Wetter wieder rauszukommen und zu reisen. So, ich zeige euch das nochmal von der anderen Sichtweise. Hier haben wir diesen Wohnmobilstellplatz, der komplett leer ist, und genau vor dem Stellplatz haben wir einen Parkplatz, einen Pkw-Parkplatz. Der ist nicht ausgeschildert als reiner Pkw-Parkplatz, sondern als Parkplatz allgemein. Und hier stehen jetzt die ganzen Reisemobile rechts wie links, schätzungsweise 20 bis 30 Reisemobile.
Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, das ganz kurz mal zu unserer ersten Reise wieder nach Corona. Wir haben trotzdem das Wochenende genossen. Ja. Ja, schönes Wetter hatten wir gehabt. Wir haben schön gegessen. Wir standen wieder mal schön frei, ohne Fähr- und Entsorgung. Und wir hatten super Wetter. Wir sehen uns natürlich bis dahin. Wünschen euch die beste Gesundheit, eine wundervolle Woche und wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.